Hallo meine Lieben, heute ist der letzte Tag der Halloween-Woche und ich wollte euch nochmal eine Slimline-Karte auch eben mit einem Halloween-Motiv zeigen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das wird diese Karte hier sein. Ich wollte euch aber auch noch das zweite Stempelelement in diesem Set zeigen. Und diesmal ist es wirklich so, dass wir kein spezielles Cutting Die für die Mattung verwenden, für den Hintergrund, sondern das Ganze einfach mit dem Hebelschneider ausschneiden. Aber hier mit der Stanze vom Stempelset ein Partial Die Cutting machen und so eine einfache Karte gestalten können. Und wie wir diese hier machen, das gucken wir uns jetzt gleich an. Für diese Karte braucht ihr einerseits die Basiskarte, die ist bei mir 18 cm x 21 cm, gefalzt bei 9 cm. Dann habe ich eine Mattung, die ist 0,5 cm kleiner, einmal in schwarz und einmal in orange. Und somit sind es 8,5 cm mal 20,5 cm, das eben zweimal in verschiedenen Farben. Dann werde ich das Stempelset verwenden mit diesen Pumpkins. Deshalb ist die Karte eigentlich relativ schnell gemacht durch die großen Motive. Bei der ersten Karte hatte ich dieses Element verwendet, jetzt werde ich dieses Element nehmen. Und da habe ich auch die Cutting Dies dazu und das ist eigentlich die Voraussetzung für dieses Partial Die Cutting, was wir machen werden. Ich habe bei meinem Stempelset, ich weiß nicht, ob ich da einfach ein Montagsset erwischt habe oder ob das so gedacht ist. Hier, ihr werdet es dann sehen, wenn ich das stemple, sind nur die Linien. Es ist nicht ausgeführt und da gehe ich mit einem Archival Ink Pen, das ist der Mikropen, mit dem gehe ich da noch rein und werde diese Linien dann auch noch ausfüllen. Dann gebe ich dem Ganzen ein bisschen Farbe drauf mit den Copic-Markern und zwar ist es der IR16 und IR23. Und um dann die Elemente ein bisschen vom Design her zu verbinden, werde ich so weiße Farbspritzer drauf geben. Da nehme ich ganz einfach eine Acrylfarbe weiße, einen Acrylblock und einen Pinsel und so werde ich die Spritzer aufbringen, um dann das, was ich schon gestempelt habe, quasi nicht zu überdecken mit diesen Spritzern, habe ich auch ein Stück Papier, das ich verwenden werde, um einmal das Motiv auszustanzen und das quasi als Schablone oben drauf zu legen. Und dann brauchen wir noch 2 Stück von diesem 200 Gramm Karton, um das Orange dann vom Schwarz ein bisschen abzuheben. Auch noch einen Streifen, um den Spruch zu stempeln auf der einen Seite. Und natürlich Flüssigkleber, Schere, Pinzette, Falzbein. Dann werde ich mit der Archival Ink und dem Stempeltool stempeln und wir brauchen die Sizzix Big Shot. Und wenn ihr da nicht diese Farbspritzer machen wollt, ich finde es halt einfach cool, weil diese Streuung kriegt ihr mit dem Pen nicht hin. Ne? Aber wenn ihr mit dem Pen arbeiten wollt, da könnt ihr auch mit einem Jelly Pen arbeiten und so Punkte drauf machen. Und ich würde sagen, wir fangen zuerst an mit dem Stempeln und das dann ausschneiden. Bei der ersten Karte hatte ich so gemacht, dass ich mich rechts ausgerichtet hatte. Hier macht es vom Motiv her mehr Sinn, wenn ich links ausrichte. Das heißt, ich werde den Spruch hier quasi so in die Ecke bringen und dann den Pumpkin dazu. Jetzt seht ihr auch diese Linien, ne? Das ist überall, habe ich quasi die Außenlinien, aber nicht innen gefüllt. Das werde ich mit dem Mikropen gleich noch ausfüllen. Aber zuerst stemple ich auch noch auf weißem Karton den Spruch.
Und jetzt muss ich eben mit dem Micron Pen noch kurz diese Linien ausfüllen. So, und so müsste das meiner Meinung nach eigentlich aussehen. Und jetzt brauche ich das entsprechende Cutting Die. Das müsste das hier sein. Und die Big Shot. Ich platziere hier das Cutting Die so, dass es passend ist und mache das kurz fest. Und jetzt geht es ja darum, wir wollen ja das quasi hier schneiden und hier soll es dran bleiben. Und damit ich den Effekt habe, mache ich das so, dass ich nur hier drüben schneide. Und wie erreiche ich das? Das erreiche ich damit, dass ich habe das Cutting Die hier überall, aber ich gucke, dass diese von der oberen Platte, dass es quasi nur so auf die Hälfte geht. Also nicht diese äußere Kante, weil ihr habt ja hier eine Biegung drin, sondern diese innere Kante. So, jetzt liegt diese innere Kante schön hier zwischen dem oberen Teil und hier unten. Und so kann ich das jetzt durchkuppeln. Und wenn ihr das so macht, dann schneidet es euch quasi eben nur diesen äußeren Bereich. Und dann könnt ihr wunderbar den Rest, also ich gucke hier, dass ich quasi so eine Linie hinbekomme. Und da schneide ich einmal hier rein. Und dann in dieser Verlängerung auch noch hier unten. Und zwar einfach bis zu dieser Linie vom Cutting Die. Wenn das nicht ganz gereicht hat, könnt ihr da dem noch ein bisschen nachhelfen. So, und so haben wir den Teil hier ausgeschnitten und der hier ist noch ganz. Was wir jetzt noch brauchen, ist eben die Schablone, damit das dann nicht mit den Farbspritzern bespritzt wird. Da nehme ich ganz so ein normales dünnes weißes Papier. Und dann habt ihr hier quasi eine Schablone, die ihr dann drauflegen könnt. Jetzt, bevor ich das mache, klebe ich die beiden Elemente zusammen. Und da brauche ich jetzt eben, ich will nicht, dass es direkt drauf liegt, sondern ich will hier so ein bisschen Dimension schaffen. Und dafür habe ich so 2 Papierstreifen, die ich entsprechend zurecht schneide. Ich gucke einfach, dass ich hier so einigermaßen innerhalb des Pumpkin lege, aber trotzdem die Elemente auch so ein bisschen abgedeckt habe. Es muss jetzt auch nicht super schön sein, es sollte einfach so geschnitten sein, dass dann vorne nichts durchguckt. Und so schneide ich mir auch noch ein zweites Element zurecht. Wie gesagt, wenn euch das lieber ist, könnt ihr hier auch mit Dimensionals arbeiten. Ich mache das jeweils einfach mit diesem 200 Gramm Karton. Kann ich das kurz hinten dran kleben. Und das Element so auf das schwarze Element draufkleben. Ich finde diesen Effekt noch schöner, wenn es hier so ein bisschen absteht. Und um euch hier einfach den Vergleich zu zeigen, ich hatte hier eigentlich ein Partial Die Cutting gemacht, aber als ich die Spitze gemacht habe, habe ich nicht dran gedacht, dass ich eben das abdecken sollte, und deshalb es sah dann ein bisschen komisch aus, und da habe ich einfach nochmal einen Pumpkin ausgeschnitten und gestempelt und den so oben drauf gebracht. Das heißt, er hat hier jetzt eine Dimension
aber trotzdem hier drüben die Seite ist quasi, es sieht fast aus wie ein Partial Die Cutting, ist es aber nicht. Und das hier sieht halt einfach schon cooler aus, weil es hier dran hängt und hier schön ausgeschnitten ist. Jetzt, um eben dieses Design quasi wieder so ein bisschen zu verbinden, machen wir die Farbkleckse drauf. Wie gesagt, hier nehmt ihr einfach ein ganz kleines bisschen Acrylfarbe auf den Acrylblock. Das ist eigentlich schon fast zu viel, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Und den löst ihr so ein bisschen auf mit Wasser und dann nehmt ihr diesen feinen Pinsel und könnt da einfach so Farbkleckse drauf geben. Natürlich, nachdem ihr die Schablone draufgeklebt habt, seht ihr, jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Ich mache das jeweils so, dass ich hier einfach so einen Klebestreifen zusammenrolle und den dann so aufbringe. Dann kann ich den einfach wieder lösen nachher. So kann ich jetzt die Farbspritzer draufbringen. Ich mache das jeweils offscreen, weil ich versau effektiv alles ringsherum um mich. Darum lege ich die Karte jeweils in einen Karton rein und kann dann da diese Spritzer machen und versau mir so nicht meine ganze Umgebung. Von dem her mache ich das kurz und bin gleich wieder zurück. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier das ganze Teil voll mit eben diesen Spritzern. Könnt ihr die Schablone wegnehmen. Ihr könnt es so lassen. Ich finde es immer cool, dem Ganzen noch so ein paar Akzente zu geben. Das reicht eigentlich auch. Und jetzt können wir das Ganze einfach noch auf die Karte aufbringen. Und guckt da wirklich drauf, dass ihr diese Farbkleckser zuerst trocknen habt lassen, damit ihr das dann nicht komplett verstreicht, wenn ihr hier weiterarbeitet. Und jetzt brauchen wir hier drüben noch den Spruch. Den schneide ich mir hier kurz zurecht. Und dann mache ich mir auch kurz noch 2 Elemente, um das so ein bisschen erhöhen zu können. Dann kann ich die hinten dran kleben. Und das dann auf die Karte aufkleben. Weil der Spruch hier drüben und unten ist, mache ich den hier oben. Und ich gucke auch, dass ich ungefähr denselben Abstand von beiden Rändern habe. Et voilà. Und dann ist auch schon diese Karte fertig. Na, ihr seht vom Anordnen her, hier war die Ausrichtung des Gesichtes in diese Richtung, deshalb habe ich den Spruch hier aufgebracht und dann in der entgegengesetzten Ecke des Halloween. Und hier war das Gesicht eben in diese Richtung und da habe ich es nach unten ausgerichtet und den Spruch hier oben, so dass ich hier auch wieder diese Balance habe. Und das war's eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen und ihr habt Lust, es auch nachzubasteln. Die Karte ist wirklich auch super schnell gemacht. Und die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!